Willkommen zu einer neuen Real-Life-Story. Mit dabei ist der Beats Guy. Ich habe die Anmoderation jetzt im Nachhinein aufgenommen, weil wir da mehrere Stories hintereinander aufgenommen haben und das jetzt ein bisschen durcheinander gewesen ist. Auf jeden Fall Link zu ihm ganz oben in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall abonnieren, checkt ihn aus. Und dann würde ich mal sagen, geht's los. Heute kommt die Geschichte Tischtenniskeller. Was hast du dazu zu sagen? Erinnerst du dich? Eskalation Tischtenniskeller. Das ist mir auch gerade eben erst wieder eingefallen, wo wir nochmal darüber geredet haben, weil eigentlich ist das Thema was anderes, aber das ist halt davor passiert. Und das ist wir haben eigentlich nie so wirklich mehr über den Tischtenniskeller geredet, so, das war was ganz Normales. Aber so wie wir Tischtennis gespielt haben, ist das eigentlich nicht normal. Also ich weiß nicht, ob das bei euch vielleicht auch mal so war oder so. Wir haben da Tischtennis gespielt? Ja, Tischtennisschlägerfang haben wir gespielt. Ja, unter anderem. Oder über Platten laufen oder... Aber wir haben auf jeden Fall... Ja, Platten laufen, das ging da nicht wirklich, aber... Ja, aber ich habe auch ständig auf den Dingern draufgesessen. Das hat immer Ärger gegeben. Fantastisch. Auf jeden Fall haben wir da mit den Tischtennisschlägern rumgeworfen. Wir haben da auf jeden Fall sind da die Tischtennisschläger geflogen. Wir haben uns damit gegenseitig abgeworfen. Wir haben natürlich nur Scheiße gebaut und da war auch unten irgendwie so eine Aufsicht. Das war aber keine richtige Lehrerin, die konnte sich auch nicht wirklich durchsetzen. Und ja, wir haben halt wirklich nur Scheiße, wir haben immer nur Scheiße gebaut. Das habe ich wieder voll vergessen mit dem Tischtenniskeller, weil das auch so oft richtig eskaliert ist. Wir waren da teilweise so im Adrenalinkick, haben so Scheiße gebaut. Deswegen kommt auch nämlich gleich die eigentliche Hauptstory. Genau. Die dann daraus resultiert ist. Und zwar wurden wir dem Tischtenniskeller verliehen. Und zwar wurden wir dem Wir wurden rausgeschmissen, haben Verbot bekommen. Weil wir wieder mit Tischtennisschlägern geworfen haben und irgendwie einer verletzt wurde oder sowas. Und zwar wurden wir vom Tischtenniskeller verwiesen. Aufgrund einer Verletzung, sagtest du gerade? Glaube ich. Also wir haben mit Tischtennisschlägern umgeworfen. Ja, ich denke, das ist wieder eskaliert. Möglich. Auf jeden Fall, der liebe Decki, der hat uns rausbegleitet. Man muss dazu wissen, der Tischtenniskeller ist im Keller. Das ist direkt an unserem Gang dran gewesen. Da ist noch eine Tür zum Treppenhaus. Im Treppenhaus runter ist direkt der Tischtenniskeller. Auf jeden Fall... Ich weiß noch, wir sind so richtig, wie gesagt, wir waren auf 180 Adrenalin, wir sind wirklich die Treppen hochgerannt, haben dabei rumgeschrien so. Ja, auf jeden Fall. Und Decki hat uns ausbegleitet und hat uns des Raumes verwiesen. Ich weiß gar nicht, also ich selber... Er hat uns rausgeworfen? Also, ja, er hat uns da oben begleitet, deswegen war er auch oben. Achso, ich dachte, er hat selber mit Scheiße gebaut. Nee. So, Stimmt, ich glaube, ab dem Teil, da muss der Saver mal ein bisschen übernehmen, weil ich war da nicht mehr ganz bei Sinnen. Ja, erzähl mal, was du noch weißt. Bitte? Erzähl mal, was du noch weißt. Was ich noch weiß. Also wir sind die Treppe hochgegangen. dann wir haben uns... also ich habe mich irgendwie mit Decki nicht gefetzt. Wir haben diskutiert. So. Diskutiere. Und dann... Ich habe mich ein bisschen high gefühlt, so alles nur verschwommen wahrgenommen. Und dann irgendwann, weiß ich nicht, hat er mir gesagt, ich war 5 Minuten weg. Ja, locker. Ich glaube, sogar länger. Ich lag halt auf der Treppe. Ich weiß, also, ja, ich glaube, da musst du irgendwie übernehmen. Das ist... Ich glaube, ich habe sogar in dem Moment weggeguckt, weil der hätte ja deinen Kopf irgendwie gegen die Scheibe gehauen, ne? Oder sowas. Ja. Also irgendwie gestritten so. Ich dachte eigentlich noch, das war so Spaß, streiten, weil so keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, worüber wir gestritten haben. Ja, es war auf jeden Fall nichts Besonderes. Also ich glaube, die waren sauer, weil wir unten halt wieder Scheiße gebaut haben, wir das dann noch so lustig fanden. Und er hat sich dann so voll getriggert gefühlt. Habt ihr wohl irgendwie kurz gestritten, hat er irgendwie deinen Kopf, das war wahrscheinlich auch nicht wirklich mit Absicht, irgendwie aus der Reaktion heraus, voll bescheuert, hat er irgendwie deinen Kopf gegen die Scheibe geschlagen und dann warst du wohl irgendwie bewusstlos. Ich habe das auch erstmal gar nicht mitbekommen. Ich habe nur noch gesehen, wie du dann halt so da lagst. Und ich dachte so, das ist jetzt so voll schauspielhaft, weil ich habe auch das nicht so richtig als ernsten Schreit jetzt gesehen. Dann bin ich aber so zu der hingegangen und dann habe ich sie so gefühlt und dann so, habe ich wirklich gemerkt, oh, da ist gerade gar nichts mehr so, ne? Ich glaube, ich habe sogar dein Auge so auf, also ist ja normal so, wenn man bewusst ist, dass man das Auge aufdreht, dass das Auge sich noch so ein bisschen bewegt, aber man ist trotzdem weg. Habe ich aber auf jeden Fall gesehen, dass du auf jeden Fall weg warst. Dann habe ich auch dann habe ich nämlich erst den ernste Lage so realisiert und dem tat das auch richtig leid, dem Decki, also danach halt. Tat ihm das richtig leid, der war auch selber voll geschockt. Und ich hab dann so voll angeschrien, jo, was machst du da und so, ne? Dann wollte ich mich eigentlich auch noch so mit dem Prügel, ich hab den so, glaube ich, gepackt oder so. Ich weiß noch, das erste, was ich gesehen habe, war ein Lehrer. Ja, genau, da kam nämlich ein Lehrer, konnte, weil ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich, sonst hätte ich ihm vielleicht auch noch eine gegeben, dann wäre der nächste, der bewusstlos gewesen wäre. Der Start. Ich war kurz davor, wie das aussieht. Du stehst da, 2 bewusstlose Personen, du bist wieder am Arsch. das war schon wieder dieser Aufhänder. Komm, wir rufen Eltern. Dieser Saver. Ja, man kann mich doch ruhig mit Vornamen nennen. Ach! Nee, hier wird gesiezt. Sie, Herr Saver.
Jedenfalls kam dann eine Lehrerin in dem Moment, wo ich glaube, ich hätte ihn gepackt, vermute ich mal. Ich wollte ihn eigentlich auch nicht wirklich schlagen, weil wenn er schon einer bewusstlos liegt, sollte man sich eigentlich erst um den kümmern. Jedenfalls war ich ziemlich sauer und dann kam auf jeden Fall die Lehrerin in dem Moment, die kam halt, hat erst gesehen, dass wir uns so fast am Prügeln war. Und dann hat die aber erst gemerkt, und dann wo die gerade dazwischen gehen wollte, hat die erst gesehen, dass da einer auf dem Boden liegt und hat so, hä, was passiert und so. Und die hat das auch erst mal gar nicht realisiert. Auf jeden Fall hat die dann auch gemerkt, dass der bewusstlos ist und dann weiß ich gar nicht mehr, was sie dann genau gemacht hat. Ich glaube, du kamst auch relativ schnell wieder zu dir, ne? In dem Moment. Ey, ich war nicht da, keine Ahnung, was das für eine Zeit war. So, keine Ahnung, sie hat sich über mich gebeugt, so halb, war schon ekelhaft. Auf jeden Fall, ja, ein Hochkrankenzimmer, Klassiker, Kühlbeck auf Kopf und danach wieder im Unterricht, weil du darfst ja nichts verpassen. Egal, was los ist. Du kannst auch tot sterben, verbluten ist egal. Du gehst wieder in den Unterricht mit dem Kühlpack. Das ist Schule. Das habe ich mal so ein Bild gesehen, da hat einer irgendwie so die ganze Hand aufgeschnitten und dann so Lehrer, hier Kühlpäckchen. Danach ist das wieder ganz. Ich glaube, Decky wurde dafür tatsächlich nie zur Rechenschaft gezogen. Stimmt eigentlich, der hätte locker erstmal, man macht ja auch in den Schulen, wenn das irgendwie eskaliert, dann mal eine Woche Schulverbot oder so. Hätte man ruhig mal einführen können. Und suspendieren meinst du? Ja, genau, suspendieren. Also, ich glaube, bei uns wurde nur einmal jemand suspendiert und das war auch nicht mal aus unserer Klasse, das war aus der Nachbarklasse. Warum, weiß ich auch nicht. Das ist aber auch wieder so eine Sache, wenn wir Scheiße bauen, dann direkt richtig, sofort wird Mutter angerufen oder so und der Lehrer schreit rum, dass da einem die Ohren rausfliegen. Und wenn einer von uns ausgenockt wird, dann passiert nichts. Nee, Standard. Bestimmt ein leerer Rauchmelder. Warte mal, Rauchmelder? Lass mal weiter aufnehmen, dann sehen wir, ob es brennt. Ich komme hier das weiter, geh gucken. Wenn es brennt, dann sage ich direkt Bescheid, dann haben wir mehr Klicks. Brennt nicht, aber dann ist es leer. Nein, wenn brennt, dann sage ich... Oh, Feuer! Verbreite das Video, ich schwöre, es brennt gerade. No joke. Boah, jetzt scheiße. Kurze Anmerkung vom Cutter. Ja, ich bin echt behindert. Also, ja, nee, ich habe am Anfang wirklich nur auf Partys geraucht, beziehungsweise immer, wenn ich halt trinken war oder an der Altstadt. Also wenn in der Kombination mit Alkohol immer. Ist das dein Scheiß Ernst? Was Er holt einfach Würstchen aus seiner Tasche. Hey. Ich weiß nicht, wie lange die schon da drin sind. Wir waren im Einkaufen, hat sie nicht gekauft. Doch, die sind doch von da. Zop, Alter. Guck Einkaufsliste, die hast du gekauft. Was? Portemonnaie. Das ist ganz, wo ich die her habe. Echt jetzt? Ja, normal. Die hast du gekauft. Du kommst. Echt? Nein, hör auf zu lügen. Doch. Niemals. Ich schwöre, die sind ich hab dich auf dem Band gesehen. Der Blick gerade war auch einfach zu gut. Du fängst an zu erzählen, guckst mich so an, wie ich sowas raushole, hörst du auf, so mit offenem Mund und guckst weiter und dann siehst du diese Würstchen da. Ey, die hast du gekauft, ne? Was hab ich denn eingekauft, Digga? Was ist das denn hier? Das ist schon falscher. Nee, das hat nur einen drin. Er hat recht, Alter. Er hat einfach recht. Die hast du gekauft. Du Wichser, Alter. Na was, der willst du den nicht? Ja, also jetzt, wo ich die gekauft habe, wird das ja auch meine. Lol, er gibt die wieder. Gönn ich mir natürlich auch eine. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und stay safe.